Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema extreme Unterbewertung bei Junior Goldaktien. Disclaimer. Extreme Unterbewertung bei Junior Goldaktien. Die Unterbewertung von Junior Goldaktien gegenüber Senior Goldaktien ist extrem. Gleichzeitig ebenso extrem ist die Unterbewertung der Senior Goldaktien gegenüber Gold. Und Gold wiederum ist ebenso extrem unterbewertet gegenüber den geschaffenen Geldeinnahmen. Irgendwann werden sich die Ungleichgewichte entladen, wobei Top-Penny-Gold-Aktien hier am meisten profitieren werden. Ja, Sie sehen am linken Chart, dort ist einfach der GDXJ, also der Junior Goldaktienindex durch den GDX geteilt. Und Sie sehen, dass wir aktuell wieder am absoluten Tiefpunkt angekommen sind. Damals, wo die beiden letzten größeren Goldaktien-Rallyes gestartet sind. Hier 2016, beziehungsweise auch nochmal in der Corona-Krise. Und von da an gab es Goldaktien-Rallye. Also es ist also sehr, sehr wahrscheinlich, dass Ähnliches jetzt wieder passieren, dass wir eben vor einer Goldaktien-Rallye stehen. Jedenfalls sieht der Statist das so. Grundsätzlich muss man eben nochmal hier sagen, das ist nochmal auf lange Sicht, 20 Jahre, das Verhältnis Gold, Senior-Goldaktien, Junior-Goldaktien. Und da sieht man einfach, dass es sowas schon mal gegeben hat. Das, was wahrscheinlich bevorsteht, ist dieses Gap hier 2001, 2002. Dort waren Junior-Goldaktien im Vergleich zu Senior-Goldaktien auch enorm weit auseinander. Und dieses Gap wurde dann ganz schnell geschlossen. Dieses Gap, das ist jetzt nur, geht nur bis 2019, aber wie Sie ja sehen, besteht das immer noch weiter. Und da wurde eben das ganz große Geld gemacht. Schon so früh im Bullenmarkt und Gold ist noch kaum gestiegen. Ich glaube, irgendwie von vielleicht $250 auf $350, viel mehr war das nicht. Aber es gab diesen enormen Anstieg von den Junior-Goldaktien. Die sind quasi, sag ich mal, von den Toten sozusagen aufgestanden und dementsprechend bewertet. Und genauso ein Anstieg könnte jetzt bevorstehen. Und das würde natürlich eben, da würden den Penny Gold, Junior Goldaktien, Top Junior Goldaktien besonders profitieren. Wichtig ist auch nochmal hier diese Hui-Gold-Ratio. Das heißt, hier wird der Aktienindex Hui, Goldaktienindex Hui mit Gold verglichen. Und wir sind zwar höher als in der Corona-Krise, aber ansonsten jetzt hier seit März, April 2021 auch mehr oder weniger ein Abwärtstrend gewesen mit diesem Fake-Ausbruch, der natürlich sehr wehgetan hat. Aber der Boden ist meines Erachtens auch hier erreicht. Die Fallhöhe ist nicht mehr vorhanden. Also alles spricht für einen Ausbruch der Goldaktien. Ja, hier nochmal ein angehender Goldproduzent aus Kanada. Ähm, Ja, dort, das ist in Manitoba in Kanada. Es wird eine Lebensdauer von 5 Jahren erwartet und eine Jahresproduktion von 46.000 Unzen. Eine globale Ressource von 612.000 Unzen haben sie, hochgradig 7 Gramm pro Tonne. Und es wird eine Ressourcenerweiterung und Explorationspotenzial von mindestens 1 Million Unzen geschätzt. Ja, auch weiterhin hier sichtbare Goldgehalte, weitere Proben, 101 Gramm pro Tonne, sehr hochgradig. Und auch diese Goldaktie ist enorm eigentlich auch gefallen. Sie sehen das, wie stark das im letzten Goldboom von der Corona-Krise aus gestiegen ist. Hier auch von hier 6, 7, 8 Cent eben dann mal so auf 50 Cent einfach gestiegen. Und die Gewinne sind jetzt auch wieder abgebaut worden, aber der Boden ist meines Erachtens eindeutig erreicht und ist meiner Meinung nach ziemlich attraktiv. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber ich möchte Ihnen auch einfach aufzeigen, was für Werte draußen exportieren in sicheren Rechtsgebieten. Hier nochmal ein Wort zum Potentialfaktor. Der wird halt kalkuliert mit diesen 1,5 Millionen Unzen. Hier ein paar Millionen Marktkapitalisierung im sicheren Rechtsgebiet. Kommt man auf diesen theoretischen Potentialfaktor. Das ist wie gesagt nur theoretischer. Soll einfach abschätzen, wie viel theoretisches Potenzial haben die Goldaktien, wohin die sich natürlich bei steigenden Goldpreisen, wenn die Goldaktienmania beginnt, wo die hinsteigen, das wird man sehen. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre.
und die aktuelle historische Unterbewertung Goldaktien. Sie sehen, in den 70er Jahren gab es einen enormen Goldaktienboom, wo nicht wenige Aktien von 15, 20, 30 Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen hat. Und gar nicht selten konnte man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen. Das ist natürlich ein sehr seltenes Phänomen, ist nur, wenn die Goldaktien völlig zerstört am Boden ist und das von einem Goldboom abgelöst wird. Und ähnliches wird ja erwartet. Die Goldaktien sind aktuell nach wie vor völlig zerstört und ein massiver Goldanstieg äh, à la in der Wiener Finanzkrise oder nach der Finanzkrise auf 3.000 bis 4.000 Dollar wird auch erwartet. Das war ja so, als die Finanzkrise kam im Jahr 2008, war ja Gold auf 1.000 Dollar, ist dann aufgrund der Liquiditätsengpass dann runtergegangen auf 690, hat aber dann eben seinen Aufwärtstrend gesetzt und ist auf 2.000 gestiegen, hat sich also von vor der Finanzkrise von 1.000 Dollar auf 2.000 Dollar gestiegen. Und wenn jetzt Ähnliches passieren sollte, müsste jetzt eigentlich der Goldpreis auf 3.000 bis 4.000 Dollar steigen. Das wäre natürlich für die Goldaktien absolut interessant. Hier auch nochmal die Goldaktien-Gold-Ratio. Hier sehen Sie, dass merkwürdigerweise Goldaktien seit 1996 fallen. Und auch hier haben die Goldaktien im Vergleich zu Gold den Boden gefunden und sollten bei einer der nächsten Marktveränderung auch massiv ausbrechen. Und diese jahrelange Unterbewertung wird möglicherweise in einem Rutsch abgebaut. Ja, generell nochmal, wie man das einordnen könnte. Also es ist so, dass wir eigentlich mehrere Ereignisse erwarten zu haben. Ich habe ja gerade gesagt, dass diese Goldaktien überproportional niedrig gegenüber äh, Gold an sich bewertet sind. Und das dürfte eruptionsartig aufgelöst werden. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal erlebt. Das war zum Beispiel in den 60er Jahren, so von Anfang der 60er Jahre bis 1968 ist der lange Jahre fixierte Silberpreis von 1,30 Dollar auf circa 5 ausgebrochen. Das führte im Übrigen auch dazu, dass das Silber aus den Münzen, hier das ist ein Beispiel, einmal eine Münze vor 1968 und eine Münze nach 1968 ohne Silber. Das war das sichtbare Zeichen, dass eben Silber knapp geworden wird. Das, was weniger wussten, äh, keine Penny-Silber-Aktie ist in dem Zusammenhang weniger als das 160-fache gestiegen. Die wurden damals an den sogenannten Spokane Stock Exchange gehandelt, der mittlerweile geschlossen wird, aber dort waren halt, sag ich mal, wie heute den TSX war das mehr oder weniger, also der Toronto Stock Exchange. Und das war die Chance, die man hätte nutzen können durch diesen Silberpreisanstieg. Ähnlich ist es jetzt. Silber wird festgehalten bei ca. 20, irgendwann wird es ausbrechen und wir haben möglicherweise eine ähnliche Gold- und Silberaktienrallye. Also das ist ein isoliertes Ereignis. Ein anderes Ereignis könnte dann sein, dass Gold und Silber, egal wie die Begleitumstände, irgendwann seine Kaufkrafthöhepunkte erreichte mit 8.000 Dollar und heutige Kaufkraft und beziehungsweise Silber 200 bis 400 heutige Kaufkraft. In dieser Spitze konnte man 1980, Mike Maloney hat das ausgegraben, für 500 Unzen Silber ein durchschnittliches Haus kaufen, was natürlich sehr interessant ist. Und deswegen, wir hoffen uns natürlich mit diesen Goldaktien und Silberaktien Anstiege natürlich wesentlich mehr Gold und Silber zu kaufen, dass man in dieser Situation agieren kann und dann die Assetklasse wechseln kann, eben zum Beispiel Top-Immobilien oder was vom Aktienmarkt übrig gewinnt. Normale Aktien, das sehen Sie dann unten am linken Chart, das ist die langfristige Gold-Dow-Ratio und Sie sehen es eben auch von 1966 hier in der Mitte ist das dann auch stark runtergefallen. Hier von irgendwie ungefähr 25 Unzen muss man für einen Dow hinlegen. Und dann bekam man am Ende, brauchte man nur eine Unze, um einen Dow zu kriegen. Ähnliches sollte wieder fallen. Hier die Chartisten meinen teilweise auch, dass es darunter fällt. Also, dass man mehr Dow für eine Unze Gold kriegt, was sehr attraktiv wäre, gerade dann, wenn die Währungsverhältnisse sich dann wieder erholen und man dann seine Gold- und Silberaktiengewinne hoffentlich dann die nächste Assetklasse investieren kann, wie zum Beispiel Top-Fonds, Top-Aktien oder sehr günstige Immobilien.
Wenn man sich daran halten würde, würde es rein schematisch bedeuten, wenn man $200 jetzt investiert, könnte man vielleicht eine Schnitt eine Ver-25-fache mit Gold- und Silberaktien machen, weil über die Unterbewertung abgebaut wird. Das Vierfache mit Gold und Silber selbst, die dann vielleicht irgendwann ihre Maximalwerte haben und irgendwann, wenn dann diese Phase vorbei ist, die Währungsverhältnisse sich berühren, dann denke ich mal, werden Aktien auch wieder wachsen und sie werden spottbillig sein und neue Technologien hinzukommen, die dann auch wieder irgendwo die Aktienmärkte zum Laufen bringen. Denn Sie müssen wissen, von 1980 zum Beispiel, also am Höhepunkt des Goldbooms, hätte man dann seine Gewinne verkauft und zum Beispiel in Berkshire Hathaway, also Top-Fonds, investiert, hätte man sein Geld verzweieinhalbfacht. Das wäre damals die ideale Investition gewesen und so in der Art dürfte es auch wiederkommen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko. Das Ganze zu machen. Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaft für Sachwert. Das ist ein Unternehmen zu jeder Phase an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung schon ist es in Zollfreilage in der Schweiz eingeordnet. Genauso gleich ist der Verkauf, wenn Sie wieder Geld brauchen. Und ausliefern kann man sich das selbstverständlich auch. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen ist. Vielleicht die Glocke betätigen, dann werden Sie über neue Videos informiert. Ein Like eventuell geben. Wenn Ihnen das Video, wie gesagt, gefallen hat, dann wird dieses Video auch anderen an dem Thema interessierten YouTube-Zuschauern vorgeschlagen. Also nochmal besten Dank, schönen Abend und ein gutes Wochenende.